Sabine, der 21. April, der wird in die Annalen der Firma Detlefs eingehen. Wir haben einen Drehmarathon hingelegt, zu Recht. Und zum Schluss kommt das Filetstück, etwas ganz Neues. Guck mal, was da vorne draufsteht. Ford. Ford. Wir fahren Ford. Das ist ein Ford Transit und das Besondere ist, das ist ein richtig tolles Fahrzeug für teilintegrierte Wohnmobile, oder? Genau, doch. Das sind unsere neue Baureihen auf Ford. Das ist aber was anderes, sage ich mal, aber kommt jetzt aber mehr, dass wir auf Ford aufbauen. So, eine Option mehr, ganz gut, denn ich sag mal, das Thema Lieferfähigkeit ein großes Thema, aber Ford, das ist ein richtig tolles Auto, wer den je gefahren ist, er ist unglaublich leise. Also wenn du drin fährst, du bist ja gerade eben, hast den angemacht, er klingt überhaupt nicht ein LKW, oder? Nein, überhaupt nicht, nee. Hat auch sehr, sehr schönes Cockpit, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Vieles ist aus dem Custom mit übernommen, muss man sagen. Also das Ganze soll ja auch den Leuten, die tagtäglich so ein Auto fahren, Spaß machen. Also aus Lieferdienste und wo die überall eingesetzt werden. Das ist ein richtiger Langläufer, oder? Das stimmt, ja. So, Ford, ich zeig's nochmal. Also dass ihr es nochmal seht. Hier steht Detlefs. Ja, seht ihr das? Haben wir auch nicht aufgeklebt. Und hier steht Ford. Und das ist schon, eigentlich muss man jetzt einen Sekt trinken, oder? Fast. Denn ihr baut normal auf Fiat auf. Wir bauen uns auf Fiat auf, genau. Das ist jetzt die ersten Baureihen auf Ford. So. Auch da klare Aussage bei Fiat, seid ihr sehr zufrieden mit? Also ein ganz toller Partner. Auf jeden Fall. Natürlich, wir bauen ja sonst fast alle Baureihen auf Fiat auf. Aber man muss auch mal neue Wege gehen. Ja, dann die Reaktion. Das heißt, ihr habt ja das Ganze schon ein bisschen kommuniziert. Oder sind es viele draußen, die es noch nicht wissen? Es gibt sicherlich noch welche, wo es nicht wissen, weil diese Baureihen ja jetzt erst kommen. Kommen erst. So. Genau. Hinten hat sich auch ein bisschen was getan, weil die Radstände anders sind. Das heißt, die Grundrisse alle ein bisschen anders? Ja, ist ganz andere Baureihe. Wie gesagt, wir haben unsere Baureihen, unterschiedliche Baureihen. Der Just Go ist jetzt einfach auch wieder Einsteigersegment, sage ich jetzt einmal, gerade für so neue Einsteiger. So, das heißt, ein preisgünstiges Fahrzeug, kann man das sagen? Ja, kann man sagen. Ja, trotzdem wird es im gleichen Werk gebaut wie alle anderen. Das heißt also nicht mit weniger Liebe oder so. Nee, bei uns wird jedes Fahrzeug mit Liebe gebaut. Denn ihr habt einen Spruch, ein Freund der Familie und man will ja auch mit der Familie es sich nicht verscherzen, oder? So schaut es aus, genau. Viele Detlefs-Kunden sind schon ewig. Das heißt, die bleiben in der Marke treu. Wir haben sehr viele Kunden, wo der Marke treu bleiben, ja. Viele kommen vom Wohnwagen auch? Beides. Also wie gesagt, wir haben welche, wo vom Wohnwagen aufs Reisemobil gehen, aber andersrum genauso. Der ist made in Germany, also jetzt nicht das Fahrzeug selber. Ist made in Germany, ja. Made in Germany, hier steht er. Just Go. Cool, oder? Schaut cool aus, ja. Denn viele, die meine Videos sehen, sagen immer, du Sven, zeig doch mal keine Autos, die 100, 200, 300.000 Euro kostet. Für viele ist ja, ich sag mal, das Thema Reisen, viele Millionen gucken die Videos und sagen dann, hätte ich auch gerne, aber kann ich mir nicht leisten. Ja, aber das hier geht. natürlich, es kostet immer Geld. Klar, es ist jetzt nicht unbedingt für einen ganz kleinen Geldbeutel, aber man kann sich ja sowas auch mieten, wenn man es sich nicht kaufen kann. Auch ganz gut zum Testen mal, Ja, also genau, ob sich die Investition lohnt. Genau. Also man muss ja nicht alles besitzen. Wie gesagt, wir haben ja die Vermietstationen, wo man sich solche Fahrzeuge mal ausleihen kann. So, hier sieht man schön die Crashbox Light hier hinten, die kleine Ecke, aber auf die kommt es ja an. Die ist dann nochmal separiert. Genau, die kann ich separat austauschen. Auch die Lampen ganz anders wie viele anderen. Ja, ist jetzt einfach, wie gesagt, eine neue Baureihe, wo man dann einfach auch ein bisschen andere Wege geht. Ich zeige mal komplett von hinten, dass man das sieht. Ich bin mal sehr gespannt auf den Innenraum. Wenn du mal gerade zu mir mitkommst, zwei gleich große Klappen auf beiden Seiten. Was ich toll finde bei diesen Schlössern ist, du siehst immer, ob sie auf oder zu sind. Das ist bei den anderen nicht der Fall. Die kann ich dann wieder reindrücken, dass sie zum Abschließen. So, und jetzt sind sie erst auf. Eigentlich relativ sicher, weil als ich angefangen habe zu drehen, war ich immer am Fummeln, wie gehen die jetzt auf? Das kennst du ja von den Kunden, die jetzt nicht so erfahren sind. Genau. Also wie gesagt, von der Beifahrerseite belebt man ja eigentlich meistens das Fahrzeug. Ich komme aber jetzt so von beiden Seiten rein, habe allerdings auf der Fahrerseite keine Heckabsenkung. Sprich, dass diese Klappe bis am Boden runter geht. Schauen wir uns gleich mal an. Also da vorne ist die Klappe dann größer, da kannst du besser Die geht beladen. bis zum Boden runter, gerade wenn ich Fahrräder beladen möchte, Tische, Stühle. Kann aber von dieser Seite auch mal reinlangen und auch was rausholen. Guck mal hier hoch. Die haben sogar den Unterboden furniert. Ja. Ist das süß. Aber wirklich viel Liebe drin, Da oder? kommen dann die Männer rein, wenn sie nicht folgen.
dürfen die in der Das ist echt Heckgarage groß. schlafen. Hat auch keinen Durchgang, das heißt, die kommen nicht mehr raus. Aber die Heckwand wieder, das Grau, wo dir so gefallen hat, das Ja. ist das, wo so ausschaut die Filz. Es ist kein Filz. Nee, es ist kein Filz. Das ist eigentlich auch ein Holzdekor, das ich abwischen kann. Das ist übrigens was ganz Besonderes. Warum sind die schwarzen Dinger da, weißt du es? Das sind die Rücklichter. Wirklich, damit du rankommst, wenn die Birnchen mal kaputt sind. Genau. So, da sieht man nämlich hier, wenn ich hier schwenke, da sind die Rücklichter dran. Also nicht wundern, ist so. Dann hast du über Staufächer mit drin, Beleuchtung ist mit drin. Also ein echter Detlefs. Ein echter Detlefs, richtig. So, hier nochmal, wenn du da mal mit dem Finger drüber fährst. Kann man auch sehr gut abwischen. Also sehr robust. Ist robust, genau. Ein bisschen Anthrazit, dass man nicht jeden Fleck sieht. So, das Dach ist GFK. Das Dach ist GFK. So, außen haben wir, ist auch GFK, oder? Ich guck mal gerade. Mal gucken. Nee, das hier ist Blech. Dass wir das haben. Nee, das ist GFK. Ist GFK. Cool. Ja, ist ganz neu. Denn es sieht aus wie GFK, oder? Ja. An der Seite. Ja. Hinten auch GFK. Also komplett GFK. Ja. Das GFK. Ja, für dich Premiere. Wir haben ja auch gesagt, viele neue Autos sind gekommen. Du arbeitest hier im Kundenzentrum, zum Beispiel am Telefon. Bist du schon seit ewigen Zeiten die erste Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, hier, ich habe Probleme bei der Konfiguration. Was für ein Auto ist richtig für mich? Ja, natürlich, klar. Ich habe das Haupttelefon. Die meisten Kunden kommen natürlich als erstes bei mir raus. Du hast das Haupttelefon. Ja. Du bist die Stimme von Detlefs. Ja, das Haupttelefon bei uns jetzt hier im Ausstellungszentrum. Also, ich dachte. Guten Tag, willkommen bei Detlefs. Mein Name ist Sabine Keck. Keck. Cool. Also, Riesengarage, ich fasse das mal zusammen, die ist hier da. Dann habe ich eine Thule Omnistor, die ist wahrscheinlich optional, die drauf ist. Optional, richtig, genau. Hier sieht man jetzt auch, wie wir stehen. Siehst jetzt auch dieses Seitenblech oder halt Das GFK. dieses GFK. Sieht viel besser jetzt auch dann. Da sieht man es jetzt besser, ja. Das ist gut gemacht. Also es ist von der Optik war es täuschend echt. Nicht mehr so wabenformig, Ja. dieses GFK, wie die Dächer haben. Bei den Dächern sieht man ja immer diese Waben. Ja. Ist so. Also es war täuschend echt. Also das ist so. GFK hat natürlich einen smarten Vorteil. Es ist nicht ganz so dellenempfindlich. Ja, und auch bei Hagel. Bei Hagel, also ist es nicht ganz so empfindlich. Klar, wenn jetzt hier natürlich ein 5 Kilo Hagelkorn kommt, Dann ist die Seitenwand auch im ist man Eimer. auch im Eimer. Aber das hat einen Vorteil. Große, breite Aufbautür. Das ist, glaube ich, bei euren Fahrzeugen mittlerweile Standard. Sabine, geht mal rein, macht mal Spannung an. Wahrscheinlich ist der Elektroblock noch gezogen. Komm, das zeigen wir trotzdem mal innen, denn ist nicht so schlimm. Ich zeige mal gerade Aufbautür an der Seite. Die hat ein Fenster mit drin. Fliegenschutzgitter ist mit drin. Ist hier. Hier Sabine an der Helpdesk Hotline. Obwohl das Auto noch ganz neu ist. Der da ist. Hier vorne hast du Teleco. Also absolute Premiere. Cool, hat ein Hubbett. Guck mal, Sabine. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn wir den Elektroblock ankriegen. Können wir nämlich sogar das Hubbett mal runterfahren. So cool ist. Ich habe ihn gefunden. Hast du ihn? Also wie gesagt, ganz neue Baureihen. Ich halte in der Zeit mal gerade auf das neue Cockpit. Der hier hat übrigens auch die berühmte Automatik, was besonders toll ist. Das ist jetzt natürlich ein Ford, sonst sitzt dieses EBL bei uns ja bei den Fiats unterm Fahrersitz. Ja. Bei dem sitzt jetzt zum Beispiel unter der Sitzbank. Und das Geheimnis ist dieser kleine Schiebeschalter, gell, im EBL. Richtig. Was jetzt toll ist, man sieht aber genau an die Sicherungen hin. Wenn es Ja. unterm Fahrersitz sitzt, sieht man nicht so gut hin wie jetzt hier. So, das war auch kein Azubi mit der Stichsäge, sondern ihr habt ja CNC-Bearbeitungsmaschinen, die das Ganze dann eben auch reproduzieren können. Richtig. Jetzt haben wir Strom. Jetzt haben wir Strom, genau. Das Polster ist aber auch sehr fesch, oder? Ja, sehr modern.
So. Wieder ein Einsteigermodell. Das sind natürlich auch oft die jungen Familien. Da muss man natürlich auch ein bisschen was Poppiges bringen. Obwohl der Ford ja eigentlich so vom Look and Feel gar nicht so, ich sag mal, als günstig wahrgenommen wird, sondern viele, die den Ford sehen, denken eher noch, er wäre vielleicht noch teurer wie der Fiat. Das kann man so gar nicht sagen. Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Aber er stellt was dar. Das ist so das Coole. Ja. Ist auch wieder modern, viel mit graue Dachschrankklappen. Ist jetzt schon wieder, spricht eher die junge Generation dann an, würde ich sagen. Danke, ich bin 53, Ja, also mich sag spricht es ich an. doch, Sag ich doch. Die Jungen. Muss aber so jung, wie man sich fühlt. So, jetzt machen wir hier mal hoch, denn das ist eine Bildklappe. Das weiß ich noch von anderen, Klappe, genau, richtig. damit es hier runtergeht. Hier. Da ist das Schlüsselchen. Du pass auf, dass du deinen Kopf Warte mal, nicht ich komme mal rüber zu dir. Da ist das Hubbett. Ich frage mal jetzt nicht, ob das Serie ist oder so, weil der ja neu reinkam. Das ist optional. Optional. Also wir wollen eigentlich nur mal das Auto zeigen. Es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass wir jetzt ganz genau hier alles Details betrachten, sondern die Revolution ist ja eigentlich, dass er jetzt auf Ford Transit ist. Großes Hubbett mit dabei. Genau. Da oben hast du dann nochmal einen Vorhang, brauchst du jetzt nicht rausholen, dass mich vereinzeln kann an der Stelle. Ja, Hubbett ist schon natürlich im Familiengrundriss schon eine feine Sache, oder? Ja, auch wieder ein Rausfallschutz, eben gerade wenn die Kinder drin schlafen, auf beiden Seiten, dass man auch vorne nicht rausfallen kann. Ihr habt dieses Filz so gut imitiert. Ja. Es ist aber kein Filz. Ja, ist kein Filz. Es ist abwaschbar. Ich habe das noch nie gesehen. Das ist so gut. Liebe Produktdesigner, ihr habt was Gutes gemacht. Wahrscheinlich habt ihr den Produzenten in den Wahnsinn getrieben, weil er gesagt hat, wir wollen gern, dass es sich auch anfühlt wie Filz, aber es muss abwaschbar sein. Aber das ist eine glatte Oberfläche. Das ist der Verarbeitung ist schon ordentlich. Also ich habe ja schon viel gesehen, muss ich sagen, bei meinen Filmarbeiten. Aber alles, was ich bisher bei Detlefs gesehen habe, war doch schon durchdacht. Ja. Also auch von der Verarbeitungsqualität her. Du siehst keine Schrauben, die rumfliegen, Sägespäne noch oder so. Nee, möglichst nicht. Ich hoffe nicht. Cool. Waschbecken, 2 Flammen hat. Langt voll und ganz ehrlich. Sag ich auch. Wer braucht Platz für Kaffeemaschine zum Beispiel. Das ist ja oft das Problem. Du hast ein 3-Flammen-Kochfeld, was du eh nicht benutzen kannst, weil kein Topf richtig drauf passt. Genau, richtig. Und hier passen wenigstens zwei Töpfe richtig drauf. Genau. Sauerfahrzeug mit 7 Metern. Oben Dachschrank. Ist zwar nur einer, aber hat doch viel Platz. Beleuchtet. Halt einfach die unterm Hubbett nur mit nützen. Und er hat Sattanlage drin. So, dann, ich zeige mal gerade, Automatik habt ihr hier gewählt. Die übrigens bei Ford gar nicht so teuer ist. Auch der große Motor gar nicht so teuer. Gibt es in der Aufpreisliste. Ist bezahlbar. Richtig. Das ist also auch ein ganz wichtiges Teil. Das CENEX-System. Das habt ihr eingebaut, nehme ich an. Ja, richtig. All das kann ich ab Werk, kann ich das konfigurieren? Kann ich ab Werk bestellen, genau. Da ist Multifunktionslenkrad mit drin. Das war das Lenkrad, was dir so gut gefallen hat, gell? Ja, das Lenkrad im Gesamten, das Cockpit finde ich schön. Schöne Form. Du hast viel Platz drin. Ja. Also auch, ist das ein Problem als etwas kleinere Frau, das zu fahren? Also von der Übersichtlichkeit? Du bist ja eben drin gewesen. Also ich habe jetzt eigentlich mit keinem Fahrzeug Probleme zu fahren. Was bei dem jetzt toll ist, hat auch Getränkehalter drin, vorne, rechts und links. Was du schon gesehen hast. Da. In der, ja. Die Getränkehalter rechts und links. Was hier vorne hast du noch Ablagen. Da hast du auch 12 Volt. Genau. Steckdosen Ja. ganz vorne drin. Tablethalter, guck mal. Mhm. Hast du hier Handyhalter? Ja. Bitte kein Netflix gucken in der Fahrt. So, und dann hier oben, das sind die sind aber nicht blind, oder? Die hier auf der Seite. Nur die, dass ich das Bett runterlassen kann. Okay. So, Sitzgruppe hier vorne, das ist Standard. So wie es die Leute kennen. Tisch kann ich auch verschieben. Sitze drehen kann ich auch. Also dass man bequemer zu 5 sitzen kann. So, hier diese kleine Bank, die haben sich einige wegoptioniert bei anderen Herstellern und haben dafür einen Schrank hingemacht. Haben wir auch schon gehabt. Früher, Ja, gab's das? Hat sich nicht durchgesetzt. Haben wir früher beim Globibus gehabt. Mittlerweile haben wir lieber einen Sitz, wo man die Füße hochtun kann, wenn man der Beifahrersitz dreht.
Ach, hier ist der Fernseher, stimmt. Kannst du direkt gucken. Und natürlich Schuhe anziehen. Das ist das Thema. Du kommst rein, Genau. du kannst hier bis an der Stelle, da ist der Schmutz noch nicht im Auto. Richtig, So Schuhe richtig. unten reinstellen. So, Kühlschrank, auch da der Running Kühlschrank Gag. gleich, wie Größer bei als du. unseren Anderen, genau. Guck mal, ich zeig mal gerade den Vergleich. Du bist wirklich. Nee, aber der muss ja sagen, der ist ja nicht ganz am Boden, der Kühlschrank. Und der macht richtig kalt, obwohl er jetzt ein AES ist. Schon, oder? Ja, der ist an. Der läuft auf Automatik. Okay. Der ist gekühlt. Gut. So, die Multifunktionsschiene, die mit drin ist. Einzelbetten hinten wieder. Ja. Habt auch wieder einen Bettenumbau von Einzelbett zu Doppelbett. Geht fast bis ganz hinter. Mhm. Lex Polstein habe ich ein riesengroßes Doppelbett. In dem Moment muss ich halt dann die Leiter nehmen. Da also komme ich nicht mehr an die Stufe hin. Gut. Also auch hier keine Experimente. Deutschlands beliebster Grundriss, nämlich die Einzellängsbetten. Das eine Bett ist auch ein bisschen länger wie das andere. Macht zwar nicht viel aus, aber wenn jemand extrem lang ist. Aber hier, ich glaube, an Länge hast du doch kein Problem mehr bei dem Bett, oder? Nee. So, warte mal, ich mache mal gerade Licht an. Kurz mal reingucken in den Kleiderschrank. Da hast du eine Stange. Auch sehr tief. Ist natürlich der Vorteil ist die Stehhöhe bei dem Auto hier. Du hast unglaublich viele Höhe. Ja, ist ein gutes Pendant, oder? Zum Fiat. Ja, richtig. Also macht den Leuten natürlich jetzt die Entscheidung noch schwerer. Ja, wir haben schon sehr viele unterschiedliche Baureihen und klar, die Grundrisse spiegeln sich immer wieder, aber ich denke, es ist für jeden was dabei. Was extrem gut gelungen ist, ist dieser Hintergrund, der wirklich wirkt wie mit dem Holz zusammen, so fast rustikal, oder? Allgäu-Style, unser Allgäu-Style. Holz. Ach, du hast ein richtiges Raumbad mit Ja, einer magnetischen Tür. Das ist auch toll. Das heißt, du musst sie gar nicht treffen, musst du nur zumachen. So, jetzt haben wir hier ein Bad. da haben wir sicherlich einen Lichtschalter. Ja. Interessant, dass du die Dusche vom... Ich habe nämlich bei Dreharbeiten immer den Schalter von der Dusche gesucht. Der Also war im Badezimmer, ja. So, auch hier wieder Schiebemechanismus. Das habe ich schon gelernt von dir. Hier draufdrücken. Ja. Drüber schieben. Ja, Da ist es. Und wirklich Beinfreiheit, sodass du also problemlos duschen kannst. Sag mal, wenn wir das hier als Einsteiger, ich finde das doch gar nicht Einsteiger hier. Das hier ist doch, oder? das ist auch mega, absolut mega. Dann große Dusche, guck mal hier. Dann noch ebenerdig. Das heißt, du kannst das richtig benutzen dann auch als Raumerweiterung. Genau. Muss jetzt ein bisschen aufheben, wenn die neu sind, sind ein bisschen Ja. sperrig, sage ich jetzt einmal. Oben eine große Kleiderstange drin, wo ich wirklich auch, wenn ich zum Wandern gehe, mal nasse Kleidungsstücke aufhängen kann. Auch ein Holzrost drin. Ja, Ich glaube, das hier wird ein Hit, oder? ich glaube auch, ja. 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 Also jetzt habt ihr die Wahl. Könnt bestellen auf Fiat Ducato 8 oder 9 demnächst. Oder auf Ford. Was haben die Händler gesagt? Waren die happy? Begeistert natürlich. Begeisterung, klar. Noch mehr. Aber ich glaube, wichtig ist auch, wer so viele Stückzahlen produziert, der Markt expandiert ja. Jetzt habt ihr noch einen Lieferanten mehr. Ja, Das heißt also, ihr könnt noch mehr natürlich. Qualität wird einfach besser natürlich. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du produzieren könntest und dir fehlen die Fahrgestelle, Ja, oder? das ist richtig. Aber es geht ja nicht nur uns so, das geht ja der ganzen Branche momentan so. So, komm, wir gehen mal raus. Sag mal hier, also das ist die Raumtrenntür, dass ich die nochmal zeige. Das ist also hier eine richtige Tür. Und das wäre dann die Toilettentür, die kannst du dann einzeln benutzen. Hier ist dann nochmal so ein Vorhang mit dabei, dass du dich vereinzeln kannst. Und das ist der Blick dann hier raus. Und ja, liebe Männer, wenn ihr mal ein richtiges Männerauto haben möchtet, dann kauft hier den Transit. Ich persönlich als Saarländer muss ja sagen, mit einer Ford-Fabrik im Saarland, ist ja schon fast nationalstolz. Das ist der einzige Autofabrik, die wir haben im Saarland, ist von Ford. Da wird der Fokus gebaut. Deswegen ist so Ford, ich bin mit Ford groß geworden. Was ist das bei dir für Feelings bei Ford? Ja, ich sag, solange es funktioniert, ist mir das. Du bist aber pragmatisch, muss ich sagen, solange es funktioniert. Aber du hast ja recht, oder? Ja, ob es ein Fiat ist oder ob es ein Ford ist. Für
Für mich muss das Interieur passen. Das Fahrzeug an sich, also das Zugfahrzeug ist mir dann... Du hast was Tolles gesagt eben. Was du gesagt hast, war, dass du beim Reinsetzen hat es dir gefallen, die Optik vom Cockpit. Richtig, Und ich genau. glaube, das ist so der erste Schritt, wenn du reinkommst und du kommst irgendwo rein, du setzt dich hier hin und fühlst dich als Frau schon wohl. Das will doch einiges zeigen, weil es gibt ja viele emanzipierte Frauen, die brauchen keine Männer zum Campen, oder? Ja, brauche ich auch nicht. Du fährst auch selber viele. Ich fahre selber auch, ja, aber natürlich mit meinem Partner, klar. Okay. So, haben wir das Zu auch. zweit macht es immer mehr Spaß wie alleine. Gut, Detlefs Just Go. Und heute drehen wir am 21. April 2022. Wir werden sehen, wann wir das Video senden, denn alles ist noch ganz neu, geht jetzt ans Marketing ran und dann kriegt das vielleicht mal zu sehen. Aber Made in Germany ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiges Signal. Also man kann in Deutschland produzieren, das Ganze hat eine hohe Qualität. Ihr seid greifbar, das ist das Schöne. Wir sind hier, ja. Den Werkservice, gibt es sowas? Wir haben eine Werkstatt hier gegenüber, ist gleich die Werkstatt, genau. Also wenn die Kunden auf der Reise in den Süden sind und haben ein Problem, Geht ich sage jetzt mal Notfall, dann geht das. Und wir haben natürlich auch nur eine gewisse Kapazität. Am besten ist natürlich, wenn man einen Termin vereinbart und auf dem Weg in Urlaub oder auf dem Rückweg dann bei uns die Servicewerkstatt besucht. Macht ihr auch Nachrüstungen hier? Nachrüstungen machen wir auch, ja. Aber ich meine nur diese Sachen, die wir auch ab Werk verbauen. Also jetzt keine, wenn jetzt jemand kommt, möchte eine andere SAT-Anlage oder so. Da müssen macht Sie der das beim Fachhändler. Fachhändler machen lassen, genau. Ja, über 90 Händler haben das Ganze ja. Trotzdem in Isny zu sein, ist für mich eine Premiere. Ich war noch nie in Isny. Den Ort kennt natürlich jedes Kind, weil irgendwie ist er schon sehr bekannt. Aber um ihn zu finden, man muss eigentlich nur Richtung Bodensee fahren. Oder? Richtig, genau. Wir liegen so, wenn man von Ulm Richtung Lindau fährt, zwischendrin. Oder auch nach Kempten ist es nicht weit. Wir liegen nur 5 Stunden vom Gardasee weg. Ja, das weißt du, gell? So. Komm, wir gehen raus. Toll finde ich, dass du den Schalter vom EBL gefunden hast. Ja. Denn das wäre jetzt noch eine Suche gewesen. Wir sind uns jetzt auch sicher, dass es eine GFK-Seitenwand ist. Die sportliche Sabine springt mal eben raus. Es gibt mehrere Grundrisse dann vom Just Go. Könnt ihr dann auf unserer Homepage schauen. Ja, ich komme ja nochmal. So, und dann zeigen wir vielleicht mal die anderen, die da sind. Das ist er. Ja, wir haben es hinter uns heute, 21. Die Sonne geht unter. Es wird dunkel, es wird kalt. Freust du dich schon auf den Sommer? Bist Ich freue mich auf den Sommer, ja. du ein Sommerkind? Ich mag den Winter auch. Aber wie gesagt, nach dem Winter freut man sich auch auf den Sommer. Und vielleicht geht es ja hier mit in Urlaub. Wie wahrscheinlich ist das, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, dass ich nur einen kriege dieses Jahr? Das hängt vom Händler ab. Kommt drauf an, wie schnell du bist. Also Beeilung. Tschüss, danke fürs Einschalten. Tschüss, Sabine. Tschüss.